Heute habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Rahmkuchen für euch nach Omas Rezept. Das Rezept ist schon uralt und kommt aus Thüringen und wird noch ganz, ganz traditionell gebacken. In den Kuchen kommt Grieß hinein, der wirklich den Kuchen eine ganz, ganz tolle Konsistenz und einen hervorragenden Geschmack gibt. Dieser Kuchen zaubert wirklich ein Lächeln auf die Lippen. Er ist sehr einfach zu backen, also auch für Backanfänger geeignet. Der Kuchen benötigt nicht viele Zutaten, das könnt ihr gerade hier sehen. Ich habe alle Zutaten noch mal unten in die Beschreibung mit reingeschrieben. So, und hier die Zutaten für den Teigboden. Er wird mit einem Mürbeteig gebacken. Die Zutaten habe ich hier noch mal eingeblendet. Und hier die Zutaten für die Füllung. Eine 26er Backform habe ich hier gut eingefettet und dann mit Paniermehl bestäubt. Als erstes stellen wir einen Mürbeteig für den Teigboden her. Dazu vermengen wir alle Zutaten, die hier gerade eingeblendet sind, in einer Schüssel. Dann nehmen wir einen Teigschaber, damit lässt sich die ganze Masse am besten vermengen. Irgendwann geht es dann mit dem Teigschaber nicht weiter und dann nehmen wir die Hände und fangen an, den Teig zu einem Ball zu kneten. Jetzt nehmen wir 2/3 von dem Teig und legen damit den Boden aus. Das andere Drittel nehmen wir dann für den Rand. So sieht das Ganze dann aus und dann kommt die Springform entweder für 20 Minuten in den Kühlschrank oder für 10 Minuten in das Gefrierfach. Den Backofen jetzt auf 175 Grad Umluft vorheizen. Und für die Füllung nehmen wir jetzt 3 Becher Schmand, 1 Becher Sahne und 1 Becher saure Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker und 100 Gramm Zucker und vermengen das Ganze erstmal. Wenn der Zucker nicht mehr knirscht, können wir dann die restlichen Zutaten dazugeben. Das wären dann die 4 Eier und die 45 Gramm Weichweizengrieß und dann vermengen wir alles noch mal gut und gründlich. Ich gehe hier noch mal mit 'm Teigschaber hinterher, um sicherzustellen, dass auch alles gut verrührt ist und dann kommt die Füllung auch schon in die Springform hinein. Alles noch mal glatt streichen und dann kommt der Kuchen auf die mittlere Schiene für 50 bis 60 Minuten. Sollte er zu dunkel werden, einfach mit Alufolie abdecken. Hier kommt das Prachtstück aus dem Ofen. Ich habe ihn noch 20 Minuten im leicht geöffneten Ofen abkühlen lassen. Nach circa 45 Minuten kann ich dann auch die Springform entfernen und er muss dann komplett ausgekühlt werden. Es ist ein liebevoller Kuchen und ich hoffe, dass euch dieses Rezept genauso gefällt, wie es uns gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.